Dieses Mal geht es um diesen Oszillator hier, das ist der Average True Range Oszillator. Und wir sehen uns jetzt mal an, wie man sowas automatisiert mit MQL5 handeln kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die Average True Range A verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale in MetaTrader 5 zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Trade-Bibliothek ein, die Funktionen für Handelsoperationen bereitstellt. Wir erstellen eine Instanz der Klasse CTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick, die bei jeder Kursänderung aufgerufen wird, erstellen wir zunächst eine Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Wir berechnen den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis mit dem Parameter SymbolBit. Als nächstes erstellen wir ein Array mit dem Namen PriceArray, um die Kursdaten zu speichern. Wir definieren den Average True Range IA mit Hilfe der Funktion IATIR mit dem aktuellen Symbol, dem aktuellen Zeitraum und einem Zeitraum von 14. Wir sortieren die Preise im PriceArray von der aktuellen Kerze abwärts mit ArraySetAsSeries. Anschließend kopieren wir die ATR-Werte mit der Funktion CopyBuffer in das PriceArray, wobei wir die Average True Range Definition, den Puffer 0, beginnend mit der aktuellen Kerze, angeben und 3 Kerzen kopieren. Wir berechnen den aktuellen ATR-Wert, indem wir das erste Element von PriceArray auf 5 Dezimalstellen normalisieren. Wir erstellen eine statische Variable namens oldValue, um den vorherigen ATR-Wert zu speichern. Wenn oldValue 0 ist, initialisieren wir sie mit dem aktuellen ATR-Wert. Für das Kaufsignal setzen wir das Signal auf Kaufen, wenn der aktuelle ATR-Wert größer ist als der vorherige ATR-Wert. Für das Verkaufssignal setzen wir das Signal auf Verkauf, wenn der aktuelle ATR-Wert kleiner ist als der vorherige ATR-Wert. Wenn das Signal auf Verkauf steht und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Verkaufsorder von 0,10 Lots zum Bitpreis aus. Wenn das Signal Kauf lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Kauforder von 0,10 Lots zum Ask-Preis aus. Wir geben das Signal, den vorherigen ATR-Wert und den aktuellen ATR-Wert in das Chart ein, indem wir die Funktion Comment verwenden. Schließlich aktualisieren wir oldValue mit dem aktuellen ATR-Wert. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor im Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit nur wenigen Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Average True Range generiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, falls das zu schnell war, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie bei uns auf der Webseite. Andernfalls sehen Sie jetzt hier wahrscheinlich offene Positionen und den Oszillator. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.